Nur wenige Minuten von Venedig entfernt liegt ein Ort, den die meisten Touristen niemals zu Gesicht bekommen. Während jedes Jahr Millionen Menschen durch die engen Gassen der Lagunenstadt spazieren, Gondeln fotografieren und die Geschichte der alten Republik bewundern, existiert zwischen den Inseln der Lagune ein Stück Land, über das selbst viele Italiener nur ungern sprechen. Sein Name ist Poveglia. Von weitem wirkt die Insel unscheinbar. Einige verlassene Gebäude ragen zwischen Bäumen hervor. Ein alter Glockenturm erhebt sich über den Ruinen. Möwen kreisen über dem Wasser. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Ort seit Jahrhunderten als einer der düstersten Flecken Italiens gilt. Und doch gibt es kaum eine Insel in Europa, die mit so vielen Geschichten, Legenden und Tragödien verbunden wird. Historiker sprechen von Seuchen, von Quarantänelagern, von Massengräbern, von tausenden Menschen, die hier ihre letzten Tage verbrachten. Andere erzählen von Stimmen in verlassenen Gebäuden, von Schritten in leeren Fluren und von einem Glockenturm, der selbst dann läuten soll, wenn sich niemand auf der Insel befindet. Was davon wahr ist, lässt sich heute nur schwer feststellen, denn Poveglia ist kein gewöhnlicher Ort. Ihre Geschichte beginnt vor mehr als 1000 Jahren und führt durch einige der dunkelsten Kapitel Europas. Von den Wirren des Mittelalters über die Pestepidemien der Renaissance bis hin zu einem verlassenen Sanatorium im 20. Jahrhundert. Jede Generation hinterließ ihre eigenen Geschichten. Jede Generation fügte dem Mythos der Insel neue Kapitel hinzu. Und vielleicht liegt genau darin das eigentliche Geheimnis von Poveglia. Denn manchmal sind Orte nicht deshalb unheimlich, weil dort etwas Übernatürliches geschieht, sondern weil dort so viele reale Tragödien stattgefunden haben, dass die Grenze zwischen Geschichte und Legende langsam verschwindet. Die Frage lautet deshalb nicht, ob auf Poveglia Geister existieren. Die eigentliche Frage lautet: Was geschah auf dieser Insel wirklich? Um das zu verstehen, müssen wir viele Jahrhunderte zurückgehen. Zurück in eine Zeit, in der Poveglia noch nicht als Insel des Todes bekannt war. Lange bevor Poveglia als Insel des Todes bekannt wurde, war sie lediglich eine von vielen kleinen Inseln innerhalb der venezianischen Lagune. Wer die Lagune heute betrachtet, sieht vor allem eine malerische Landschaft aus Wasserwegen, kleinen Inseln und historischen Städten. Doch vor mehr als 1000 Jahren war diese Region ein Ort ständiger Unsicherheit. Das Weströmische Reich war zusammengebrochen, verschiedene Völker kämpften um Einfluss und viele Menschen suchten verzweifelt nach Orten, an denen sie Schutz finden konnten. In dieser Zeit entstanden zahlreiche kleine Siedlungen auf den Inseln der Lagune. Die Menschen glaubten, dass das Wasser sie vor Überfällen schützen würde. Während auf dem Festland Kriege geführt wurden, hofften die Bewohner der Inseln auf ein ruhigeres Leben. Auch Poveglia wurde zu einem solchen Zufluchtsort. Historische Quellen erwähnen die Insel bereits im 5. Jahrhundert. Damals lebten dort Fischer, Handwerker und Familien, die versuchten, sich fernab der politischen Unruhen eine neue Existenz aufzubauen. Die Insel war klein, doch ihre Lage bot Vorteile. Wer hier lebte, konnte von Fischfang und Handel profitieren und gleichzeitig Abstand zu den Konflikten auf dem Festland halten. Über viele Generationen hinweg schien dieser Plan aufzugehen. Das Leben auf Poveglia verlief ruhig. Die Insel war nie bedeutend genug, um im Mittelpunkt großer historischer Ereignisse zu stehen. Sie war weder ein militärisches Zentrum noch ein wichtiger Handelsplatz. Und genau deshalb blieb sie lange Zeit unbeachtet. Doch die Geschichte kleiner Orte wird oft von Ereignissen bestimmt, die weit außerhalb ihrer Grenzen stattfinden. Im Jahr 1379 befand sich die Republik Venedig im Krieg mit Genua. Der sogenannte Chioggia-Krieg bedrohte die Machtstellung Venedigs in der Adria. Die Lagune wurde plötzlich zu einem strategischen Gebiet und viele kleinere Inseln verloren ihre Bedeutung als friedliche Zufluchtsorte. Die Bewohner von Poveglia wurden evakuiert. Einige Quellen berichten, dass die Insel aus Sicherheitsgründen geräumt wurde. Andere sprechen davon, dass die Bevölkerung freiwillig floh, weil sie befürchtete, zwischen die Fronten zu geraten. Sicher ist lediglich, dass die Häuser leer standen und die Insel innerhalb kurzer Zeit verlassen wurde.
Die meisten Menschen gingen davon aus, dass irgendwann neue Bewohner zurückkehren würden. Doch genau das geschah nicht. Während andere Orte der Lagune weiter wuchsen und sich entwickelten, blieb Poveglia nahezu menschenleer. Die Gebäude verfielen langsam, die Wege wurden von Pflanzen überwuchert. Der Wind wehte durch verlassene Häuser und über Felder, auf denen niemand mehr arbeitete. Für die Republik Venedig entstand dadurch eine ungewöhnliche Situation. Man besaß eine Insel, die nahe genug an der Stadt lag, um sie problemlos zu kontrollieren, die aber gleichzeitig weit genug entfernt war, um dort Dinge unterzubringen, die man aus dem Stadtbild fernhalten wollte. Zunächst spielte diese Überlegung kaum eine Rolle. Doch im Laufe der Zeit sollte genau dieser Umstand die Zukunft der Insel bestimmen. Denn während Poveglia langsam in Vergessenheit geriet, näherte sich Europa einer Katastrophe, die Millionen Menschen das Leben kosten würde. Eine Katastrophe, gegen die weder Mauern noch Armeen helfen konnten. Händler brachten sie über die Meere, Schiffe transportierten sie von Hafen zu Hafen. Und als die ersten Berichte über eine tödliche Krankheit die Venezianische Republik erreichten, begann man nach Orten zu suchen, an denen man die Gefahr isolieren konnte. Plötzlich erinnerte man sich wieder an die kleine verlassene Insel in der Lagune, an einen Ort, der weit genug entfernt war, um die Stadt zu schützen. Und genau in diesem Moment begann das Kapitel, das Poveglia ihren düsteren Ruf einbringen sollte. Denn schon bald würden die Boote zurückkehren. Doch diesmal würden sie keine neuen Bewohner bringen, sondern Menschen, die man nie wiedersehen wollte. Als die ersten Berichte über eine tödliche Seuche Venedig erreichten, ahnte niemand, dass die Stadt vor einer ihrer größten Prüfungen stand. Im Mittelalter gehörte Venedig zu den wichtigsten Handelszentren Europas. Täglich liefen Schiffe aus dem Mittelmeer, dem Nahen Osten und Nordafrika in die Häfen der Republik ein. Sie brachten Gewürze, Stoffe, Edelmetalle und Waren aus den entferntesten Regionen der bekannten Welt. Der Wohlstand der Stadt beruhte auf diesen Handelswegen. Doch dieselben Schiffe, die Reichtum brachten, konnten auch etwas anderes transportieren, etwas Unsichtbares, etwas, das sich nicht kontrollieren ließ. Als die Pest Europa erreichte, verbreitete sie sich entlang genau jener Handelsrouten, die den Städten zuvor Wohlstand gebracht hatten. Hafenstädte gehörten deshalb zu den ersten Orten, die von der Krankheit getroffen wurden. Auch Venedig blieb nicht verschont. Die Krankheit erschien zunächst vereinzelt. Ein Matrose hier, ein Händler dort. Dann starben plötzlich ganze Familien. Die Symptome waren erschreckend. Hohes Fieber, Atemnot, geschwollene Lymphknoten und schließlich ein Tod, der oft innerhalb weniger Tage eintrat. Mit jeder Woche stieg die Zahl der Erkrankten. Die Angst verbreitete sich durch die Stadt. Menschen begannen, Nachbarn zu meiden. Märkte wurden leerer, Gaststätten schlossen. Viele glaubten, das Ende der Welt stehe bevor. Die Behörden mussten handeln. Doch niemand wusste genau, wie man die Krankheit stoppen konnte. Man verstand weder Bakterien noch Infektionsketten. Man wusste lediglich, dass Menschen erkrankten, nachdem sie Kontakt mit anderen Erkrankten gehabt hatten. Also entstand eine Idee. Wenn man die Kranken von der Stadt fernhalten konnte, ließ sich die Ausbreitung vielleicht verlangsamen. Aus dieser Überlegung entstanden die ersten Quarantänemaßnahmen Europas. Schiffe mussten vor ihrer Einfahrt in den Hafen tagelang warten. Reisende wurden kontrolliert. Verdächtige Personen isoliert. Doch für jene Menschen, bei denen bereits Symptome auftraten, benötigte man einen anderen Ort. Einen Ort außerhalb der Stadt. Einen Ort, an dem man die Kranken unterbringen konnte, ohne die Bevölkerung zu gefährden. Und wieder fiel der Blick auf Poveglia. Die verlassene Insel, die Jahrzehnte zuvor aufgegeben worden war, schien perfekt geeignet. Sie lag nahe genug, um Versorgungsgüter zu liefern, und weit genug entfernt, um die Angst der Bevölkerung zu beruhigen. Schon bald begannen die ersten Boote anzulegen. Zunächst waren es nur wenige, dann wurden es immer mehr. Kranke Männer, Frauen, Kinder, Matrosen von Handelsschiffen, Reisende aus fernen Ländern, Menschen, die bis vor wenigen Tagen noch ein normales Leben geführt hatten. Für viele von ihnen begann mit der Überfahrt nach Poveglia die letzte Reise ihres Lebens.
Offiziell sprach man von Isolation, von Beobachtung, von medizinischer Versorgung. In Wirklichkeit entwickelte sich die Insel schnell zu etwas anderem. Die Zahl der Erkrankten überstieg sämtliche Möglichkeiten der Betreuung. Die wenigen Gebäude waren überfüllt. Die Versorgung brach immer wieder zusammen. Und je stärker die Pest wütete, desto weniger Hoffnung blieb den Menschen, die auf die Insel gebracht wurden. Zeitzeugen berichteten später von einer Atmosphäre, die schwer in Worte zu fassen war. Überall hörte man Husten, Schmerzensschreie, Gebete, das Weinen von Angehörigen und das ständige Läuten von Glocken, wenn erneut jemand gestorben war. Viele der Neuankömmlinge konnten die Silhouette Venedigs noch am Horizont erkennen. An klaren Tagen sahen sie die Türme der Stadt, ihre Dächer und ihre Paläste. Die Heimat war sichtbar, doch unerreichbar. Während auf der anderen Seite der Lagune das Leben weiterging, warteten die Menschen auf Poveglia auf ein Wunder. Die meisten sollten vergeblich warten, denn die Krankheit breitete sich schneller aus, als die Behörden reagieren konnten. Und schon bald standen sie vor einem neuen Problem. Es starben mehr Menschen, als man begraben konnte. Was daraufhin geschah, sollte die Insel für immer verändern. Als die Pest immer größere Teile Europas erfasste, wurde Poveglia zu einem Ort, an dem die Zeit scheinbar nach anderen Regeln verlief. Jeden Morgen erreichten neue Boote die Insel. Jeden Abend verließen andere Boote den kleinen Hafen. Doch ihr Inhalt hatte sich verändert. Während am Morgen noch Kranke, Verdächtige und Verzweifelte ankamen, transportierten die Boote am Abend etwas anderes. Die Toten. Mit jeder neuen Welle der Seuche verschlechterte sich die Lage. Die Verantwortlichen hatten ursprünglich geglaubt, die Insel könne als Quarantänestation dienen, ein Ort der Isolation. Ein Ort, an dem man Erkrankte von der Bevölkerung fernhalten konnte. Doch die Realität entwickelte sich völlig anders. Die Zahl der Neuankömmlinge stieg schneller, als neue Unterkünfte errichtet werden konnten. Die wenigen Gebäude waren längst überfüllt. Menschen lagen dicht nebeneinander auf einfachen Holzpritschen. Manche warteten auf Hilfe, andere auf den Tod. Oft war der Unterschied nur eine Frage weniger Tage. Historische Berichte aus jener Zeit zeichnen ein düsteres Bild. Die Krankheit verbreitete sich mit einer Geschwindigkeit, die für die damalige Medizin unbegreiflich war. Wer morgens noch stehen konnte, war manchmal am Abend bereits tot. Für Ärzte und Verwalter wurde Poveglia zunehmend zu einem Ort, an dem nicht mehr Heilung im Mittelpunkt stand, sondern Schadensbegrenzung. Die Republik wollte verhindern, dass die Seuche nach Venedig zurückkehrte. Mehr nicht. Als die Zahl der Opfer weiter anstieg, entstand ein Problem, das niemand vorausgesehen hatte. Es gab nicht mehr genügend Platz für die Toten. Die Friedhöfe der Lagune waren überlastet. Auf der Insel selbst wurden zunächst Gruben ausgehoben. Doch auch diese füllten sich innerhalb kurzer Zeit. Schließlich trafen die Behörden eine Entscheidung, die Poveglia bis heute prägt. Die Toten sollten verbrannt werden. Nicht einzelne Körper, nicht kleine Gruppen, sondern Hunderte gleichzeitig. Immer wieder. Über Jahrzehnte hinweg. Wenn eine neue Pestwelle Venedig erreichte, wiederholte sich derselbe Ablauf. Boote brachten Kranke auf die Insel. Viele starben. Die Leichen wurden gesammelt, dann wurden riesige Feuer entzündet. Tag und Nacht. Woche um Woche, Jahr um Jahr. Zeitgenössische Berichte beschreiben dichte Rauchwolken, die über der Lagune standen. Manche Bewohner Venedigs sollen den Geruch selbst auf der anderen Seite des Wassers wahrgenommen haben. Andere berichteten, dass die Luft während besonders schwerer Ausbrüche ständig nach Rauch roch. Es war nicht das Feuer allein, es war das, was verbrannt wurde. Mit jedem neuen Ausbruch sammelten sich weitere Schichten von Asche auf der Insel. Die Überreste tausender Menschen vermischten sich mit Erde, Sand und Sedimenten, Generation um Generation. Epidemie um Epidemie. Bis Poveglia irgendwann zu einem Ort wurde, der sich von allen anderen Inseln der Lagune unterschied. Spätere Untersuchungen und Berichte führten immer wieder zu derselben Behauptung. Ein erheblicher Teil des Bodens soll aus menschlichen Überresten und Asche bestehen. Ob jede Zahl, die heute kursiert, historisch korrekt ist, lässt sich kaum überprüfen. Doch eines steht fest: Die Zahl der Todesopfer war enorm. Und
die Erinnerung daran verschwand nie vollständig. Noch Jahrhunderte später erzählten Fischer Geschichten über Knochenfragmente, die sich in ihren Netzen verfingen. Andere berichteten von seltsamen Funden entlang der Uferzonen nach starken Stürmen. Ob diese Berichte immer der Wahrheit entsprachen, weiß heute niemand. Doch sie trugen dazu bei, dass sich der Ruf der Insel immer weiter verdunkelte. Denn Poveglia war längst nicht mehr nur eine ehemalige Quarantänestation. Sie war zu einem Symbol geworden. Zu einem Ort, an dem Menschen nicht nur starben, sondern vergessen wurden. Und während die großen Pestepidemien irgendwann verschwanden, blieb die Insel zurück. Verlassen, still und erfüllt von Erinnerungen, die niemand mehr hören wollte. Doch die Geschichte von Poveglia war noch lange nicht vorbei. Denn viele Jahrzehnte später sollten erneut Menschen auf die Insel gebracht werden. Diesmal nicht wegen einer Krankheit des Körpers, sondern wegen einer Krankheit des Geistes. Als die großen Pestepidemien schließlich Geschichte wurden, hätte man erwarten können, dass auch Poveglia langsam in Vergessenheit geriet. Jahrhundertelang hatte die Insel als Quarantänestation gedient. Tausende Menschen waren gekommen und nie zurückgekehrt. Die Feuer waren längst erloschen, die Boote verschwunden und die Gebäude verfielen unter Wind, Salz und Regen. Für eine kurze Zeit schien es tatsächlich so, als würde die Natur die Insel zurückerobern. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts erhielt Poveglia erneut eine Aufgabe. Eine Entscheidung, die bis heute zu den umstrittensten Kapiteln ihrer Geschichte gehört. Auf der Insel entstand eine psychiatrische Einrichtung. Offiziell sollte sie Patienten aufnehmen, die besondere Betreuung benötigten oder von den überfüllten Einrichtungen auf dem Festland verlegt wurden. Alte Gebäude wurden renoviert, neue Räume entstanden, Fenster wurden ersetzt, Wege angelegt. Zum ersten Mal seit langer Zeit kehrte wieder Leben auf die Insel zurück. Doch die Menschen, die nun nach Poveglia kamen, waren keine Fischer oder Händler. Es waren Patienten. Menschen, die bereits mit ihren eigenen Ängsten kämpften. Und genau dort beginnen die Geschichten, die bis heute mit der Insel verbunden werden. Viele der späteren Berichte stammen von ehemaligen Mitarbeitern, Patienten oder Angehörigen. Nicht alle lassen sich überprüfen. Nicht alle können als historische Fakten betrachtet werden. Doch bemerkenswert ist, dass viele dieser Erzählungen einander ähneln. Immer wieder tauchen dieselben Motive auf. Schritte in leeren Fluren, Stimmen hinter verschlossenen Türen, das Gefühl, beobachtet zu werden. Vor allem aber taucht in fast jeder Version der Geschichte dieselbe Person auf. Ein Arzt. Sein Name wird in vielen Erzählungen unterschiedlich angegeben. Manche Quellen nennen ihn überhaupt nicht. Andere behaupten, seine Identität sei bewusst aus späteren Unterlagen entfernt worden. Sicher ist lediglich, dass sich die Legende bis heute um einen leitenden Arzt der Einrichtung dreht. Der Mann soll zunächst als ehrgeiziger Mediziner gegolten haben. Er galt als intelligent, als ehrgeizig, vielleicht sogar als besessen von seiner Arbeit. Mit der Zeit, so berichten die Geschichten, begann er jedoch immer ungewöhnlichere Methoden anzuwenden. Damals steckte die Psychiatrie noch in den Kinderschuhen. Viele Verfahren, die heute undenkbar wären, galten als medizinischer Fortschritt. Patienten wurden fixiert, mit Strom behandelt, unter Drogen gesetzt. Operationen am Gehirn wurden experimentell durchgeführt. In dieser Zeit entstanden die Gerüchte über nächtliche Behandlungen auf Poveglia. Patienten behaupteten später, sie seien in den Glockenturm gebracht worden. Dort hätten Eingriffe stattgefunden, die nichts mehr mit Medizin zu tun gehabt hätten. Andere erzählten von metallischen Geräuschen, die nachts über die Insel hallten, von Schreien, von Stimmen. Natürlich ist es möglich, dass viele dieser Berichte durch Angst, Krankheiten oder die Fantasie der Patienten beeinflusst wurden. Doch die Geschichten verschwanden nie. Im Gegenteil, mit jedem Jahr wurden sie düsterer. Und irgendwann begann sich die Legende um den Arzt selbst zu drehen. Denn angeblich berichtete der Mann gegen Ende seines Lebens von etwas, das ihn verfolgte. Mitarbeiter erzählten später, er habe über Stimmen gesprochen, über Geräusche in den Wänden, über Schritte, die er hörte, obwohl niemand in seiner Nähe war. Zunächst hielt man dies für Stress, für Erschöpfung, für die Folgen seiner Arbeit. Doch dann ereignete sich etwas, das bis heute den bekanntesten Mythos der Insel begründet.
Eines Morgens wurde der Arzt tot aufgefunden, unterhalb des Glockenturms. Offiziell sprach man von Selbstmord. Der Mann sei vom Turm gesprungen. Der Fall wurde abgeschlossen. Die Akten verschwanden. Und die Geschichte hätte dort enden können. Doch genau das tat sie nicht. Denn fast unmittelbar nach seinem Tod entstanden Gerüchte. Manche behaupteten, er habe sich nicht freiwillig in den Tod gestürzt. Andere erzählten, eine unsichtbare Kraft habe ihn vom Turm gestoßen. Wieder andere waren überzeugt, die Stimmen, von denen er gesprochen hatte, hätten ihn schließlich in den Wahnsinn getrieben. Beweise für keine dieser Behauptungen existieren. Und doch hielt sich die Geschichte hartnäckig. Bis heute. Denn seit jener Zeit wird auf Poveglia immer wieder dieselbe Frage gestellt. Wenn der Arzt wirklich allein auf der Insel war, mit wem sprach er dann in den Nächten vor seinem Tod? Nach dem Tod des Arztes und den letzten Jahren des Sanatoriums begann für Poveglia ein weiteres Kapitel. Ein Kapitel, das bis heute andauert. Denn irgendwann verschwanden die Patienten. Die Gebäude wurden geschlossen. Das Personal verließ die Insel. Und wieder blieb nur Stille zurück. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass damit auch die Geschichten endeten. Doch genau das geschah nicht. Tatsächlich begann der Mythos von Poveglia erst nach ihrer endgültigen Aufgabe richtig zu wachsen. Während andere historische Orte restauriert, umgebaut oder touristisch erschlossen wurden, blieb Poveglia weitgehend sich selbst überlassen. Die Gebäude verfielen, Fenster zerbrachen, Dächer stürzten ein, Pflanzen überwucherten Wege, Innenhöfe und Mauern. Mit jedem Jahr wirkte die Insel weniger wie ein Ort der Gegenwart und mehr wie ein eingefrorenes Fragment der Vergangenheit. Gerade deshalb begann sie Menschen anzuziehen. Historiker, Journalisten, Fotografen, Abenteurer und natürlich jene, die hofften, auf der Insel Beweise für etwas Übernatürliches zu finden. Im Laufe der Jahrzehnte entstanden unzählige Berichte. Viele davon widersprechen sich. Andere ähneln einander auf erstaunliche Weise. Besonders häufig tauchen Geschichten von Fischern auf, die in der Nähe der Insel arbeiteten. Einige berichteten von ungewöhnlichen Geräuschen, die sie nachts über das Wasser getragen hörten. Andere beschrieben ein seltsames Gefühl der Unruhe, sobald sie sich der Insel näherten. Natürlich lassen sich solche Erfahrungen erklären. Menschen reagieren empfindlich auf Orte mit belastender Geschichte. Wer weiß, dass auf einer Insel tausende Menschen starben, nimmt Geräusche oft anders wahr als an einem gewöhnlichen Ort. Genau darauf verweisen auch Wissenschaftler. Psychologen sprechen vom sogenannten Erwartungseffekt. Wer einen unheimlichen Ort betritt, achtet stärker auf jede Bewegung, jedes Geräusch und jede Veränderung der Umgebung. Akustiker weisen darauf hin, dass die Lagune von Venedig ungewöhnliche Schallphänomene erzeugen kann. Wind, Wasser und verfallene Gebäude können Klänge auf überraschende Weise verstärken oder verzerren. Und Architekten erklären, dass viele der alten Gebäude instabil geworden sind. Holz arbeitet, Mauern verschieben sich, Metallteile dehnen sich aus und ziehen sich wieder zusammen. All das kann Geräusche erzeugen, die Menschen fehlinterpretieren. Doch selbst wenn diese Erklärungen plausibel erscheinen, bleibt eine Tatsache bestehen. Poveglia übt bis heute eine außergewöhnliche Wirkung auf Menschen aus. Vielleicht liegt es nicht an Geistern, nicht an Flüchen, nicht an etwas Übernatürlichem. Vielleicht liegt es an ihrer Geschichte. Denn nur wenige Orte in Europa vereinen so viele Tragödien auf so engem Raum. Jahrhundertelang wurden hier Kranke isoliert, Tausende starben während der Pest, unzählige Leichen wurden verbrannt. Später entstand ein Sanatorium, das wiederum von düsteren Geschichten umgeben war. Und all diese Ereignisse hinterließen Spuren. Nicht nur in Gebäuden, sondern auch im kollektiven Gedächtnis. Bis heute gab es mehrere Versuche, die Insel wieder zu beleben. Investoren wollten Hotels errichten. Unternehmer planten touristische Projekte. Es gab Ideen für Museen, Gedenkstätten und kulturelle Einrichtungen. Doch fast alle Vorhaben scheiterten. Manche aus finanziellen Gründen, andere wegen bürokratischer Probleme. Und einige, so behaupten lokale Zeitungen und Bewohner der Region, weil niemand lange genug auf der Insel bleiben wollte. Ob das stimmt, lässt sich schwer überprüfen. Doch das Ergebnis ist bis heute sichtbar.
Poveglia steht weiterhin verlassen in der Lagune. Die Gebäude verfallen. Der Glockenturm erhebt sich noch immer über den Ruinen. Und das Wasser umspült dieselben Ufer, an denen einst die Boote mit Kranken, Sterbenden und Verzweifelten anlegten. Vielleicht sind die Geschichten über Stimmen, Schritte und Schatten nichts weiter als Legenden. Vielleicht entstanden sie aus Angst, Trauer und einer Vergangenheit, die zu dunkel war, um vergessen zu werden. Oder vielleicht gibt es Orte, an denen Geschichte niemals wirklich verschwindet. Orte, an denen jede Generation ihre eigenen Geschichten hinterlässt. Und an denen man irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, wo die Realität endet und die Legende beginnt. Genau deshalb bleibt Poveglia bis heute einer der rätselhaftesten Orte Europas. Nicht, weil bewiesen wäre, dass dort etwas Übernatürliches existiert, sondern weil niemand sicher sagen kann, warum die Insel nach all den Jahrhunderten noch immer dieselbe Wirkung auf Menschen hat. Und vielleicht ist genau das ihr größtes Geheimnis. Mehr als ein Jahrhundert ist vergangen, seit die letzten Patienten Poveglia verlassen haben. Noch länger ist es her, seit die großen Pestepidemien die Lagune von Venedig heimsuchten. Und doch wirkt es manchmal, als hätte die Insel nie wirklich mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen. Heute steht Poveglia verlassen zwischen Wasser, Nebel und verfallenen Mauern. Die Gebäude zerfallen langsam. Pflanzen überwachsen Wege, Innenhöfe und Fenster. Dort, wo einst Kranke auf Hilfe hofften, hört man heute nur noch den Wind. Historiker sehen in Poveglia vor allem einen Ort der Tragödie. Einen Ort, an dem sich einige der dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte abgespielt haben. Psychologen erklären die Berichte über Stimmen, Schritte und unheimliche Begegnungen mit der Wirkung des Ortes auf die menschliche Wahrnehmung. Architekten verweisen auf verfallene Gebäude, ungewöhnliche Akustik und natürliche Geräusche. Und vielleicht haben sie recht. Vielleicht lässt sich jede einzelne Geschichte erklären. Vielleicht sind die Legenden über die Insel lediglich das Ergebnis von Jahrhunderten voller Leid, Angst und menschlicher Fantasie. Doch selbst wenn das stimmt, bleibt eine Tatsache bestehen. Poveglia ist kein gewöhnlicher Ort. Nur wenige Flecken Europas vereinen so viel dokumentiertes Leid auf so engem Raum. Tausende Menschen wurden hier isoliert. Tausende starben. Unzählige Schicksale gingen verloren, ohne jemals aufgezeichnet zu werden. Die meisten ihrer Namen kennt heute niemand mehr. Vielleicht liegt genau darin das eigentliche Geheimnis der Insel. Nicht in Geistern, nicht in Flüchen, nicht in übernatürlichen Erscheinungen, sondern in der Erinnerung an Menschen, die dort lebten, litten und starben. Denn manche Orte bewahren ihre Vergangenheit nicht in Büchern oder Archiven. Manche Orte tragen sie im Boden, in ihren Mauern, in ihrer Stille. Und genau deshalb fasziniert Poveglia die Menschen bis heute. Nicht, weil bewiesen wäre, dass dort etwas Übernatürliches existiert, sondern weil die Insel uns an etwas erinnert, das wir oft vergessen. Geschichte verschwindet nicht. Manchmal wartet sie einfach nur darauf, wieder erzählt zu werden. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum Poveglia auch nach Jahrhunderten noch immer Fragen aufwirft. Fragen, auf die bis heute niemand eine endgültige Antwort gefunden hat. Denn während die Lagune von Venedig jede Nacht wieder zur Ruhe kommt, bleibt die Insel dort draußen bestehen. Verlassen, still und voller Geschichten. Geschichten, die vielleicht niemals vollständig erklärt werden können.